Hallo Leute! Wann immer jemand über das Deutschlernen spricht, reden Lernende über Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv und sehen darin der Hauptgrund, warum das Deutschlernen ein bisschen anstrengend ist. Vielleicht. Als Deutschlehrerin habe ich immer versucht, die Adjektivdeklination auf eine einfache und verständliche Weise zu unterrichten, damit die Lernenden sie auswendig lernen und die deutsche Sprache vielleicht genauso gern mögen können wie ich. Deshalb dachte ich, dass ich vielleicht diese Grammatik auch auf diesem Kanal erklären sollte. Obwohl ich nicht direkt auf diesem Kanal unterrichte und Deutsch nur indirekt durch Vlogs vermittle. Aber ja, ich wollte diese Grammatik auf diesem Kanal erklären, ja, weil ich sie sehr wichtig finde. Vielleicht kann sie Lernenden helfen. Mal sehen, wie es läuft. Also, falls ihr mich nicht kennt, mein Name ist Mohadesse. Ich komme aus dem Iran, aber ich bin Deutschlehrerin und wohne in Deutschland. Hier in diesem Kanal sprechen wir über verschiedene Themen auf Deutsch und versuchen unsere Sprachkenntnisse durch Zuhören, Zuschauen, Sprechen und Genießen zu verbessern. Falls ihr an solchen Inhalten interessiert seid, bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dankeschön. In der deutschen Sprache hat jedes Wort ein grammatisches Geschlecht. Die Wörter werden in Maskulinum, Femininum, Neutrum und Plural eingeteilt. In einem anderen Video habe ich euch schon ein wenig über Methoden erzählt, die euch helfen können, das Genus der deutschen Wörter leichter zu lernen. Also diese Wörter brauchen einen Artikel, wie im Englischen er, an, there. Bestimmte und unbestimmte Artikel. Bestimmte Artikel beginnen immer mit de, wie der, die, das und werden verwendet, wenn ein Nomen dem Zuhörer bereits bekannt ist. Unbestimmte Artikel wie ein, eine werden verwendet, wenn ein Wort zum ersten Mal erwähnt wird. Okay? Zum Beispiel, ich habe einen Hund. Okay? Das ist das erste Mal, dass ich ihn erwähne. Okay? Aber der Hund ist süß. Jetzt, da ihr meinen Hund kennt, kann ich einen bestimmten Artikel verwenden. Oder man kann auch Possessive-Artikel verwenden. Zum Beispiel, hier haben wir die Possessive-Artikel mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr. Mein Hund ist sehr süß. Die Sonne scheint und ihr könnt den Schatten meines Handys sehen. Ja, lasst uns ihn einfach ignorieren. Also, ein Nomen kann auch ein Adjektiv haben. Zum Beispiel, mein süßer Hund spielt mit seinem Spielzeug. Okay? So. Diese Kombination aus Artikel, Adjektiv, Nomen muss in der deutschen Sprache dekliniert werden, basierend auf dem Genus des Nomens, also ob das Wort maskulin, feminin, neutral oder plural ist, und dem Fall des Nomens. Ich meine Nominativ, Akkusativ, Dativ oder Genitiv. Okay? Der Fall des Nomens hängt davon ab, wo diese Nomengruppe im Satz steht. Zum Beispiel stehen Subjekte immer im Nominativ. Objekte können im Akkusativ oder im Dativ stehen. Also, heute lernen wir gemeinsam den Nominativ. Okay, eine sehr wichtige Frage. Wann verwenden wir den Nominativ? Der Nominativ wird in zwei Situationen verwendet. Nummer 1.
wenn die Nomengruppe an der ersten Stelle eines Satzes steht, also an der Position des Subjekts. Zum Beispiel, meine nette Mutter kocht ein leckeres Essen. Meine nette Mutter steht hier im Nominativ, weil es das Subjekt des Satzes ist. Nummer 2. Nach den Verben sein und werden. Zum Beispiel, sie ist meine gute Freundin. Meine gute Freundin wird hier im Nominativ dekliniert. Warum? Weil es nach dem Verb sein, ist hier steht. Aber wie deklinieren wir die Artikel und Adjektive? Sehr wichtig, ne? Okay, diesen Teil erkläre ich immer mit dieser Tabelle. Also, die Tabelle ist in 4 Bereiche, ich habe das hier. Die Tabelle ist in 4 Bereiche eingeteilt, maskulin, neutrum, feminin und plural. Okay? Und jeder Bereich hat 2 Teile. Oben stehen die bestimmten Artikel, okay, und das Fragewort welch. Welch muss nämlich auch dekliniert werden und ähnelt dem bestimmten Artikel. Und unten findet ihr die unbestimmten Artikel, die Negativform der Artikel, so das ist wie zum Beispiel kein, keine, sowie die Possessivartikel, mein, dein, sein und so weiter. Nach den Artikeln stehen dann die Adjektive. Okay, jetzt analysieren wir die Tabelle. Okay, ich habe das hier. Beginnen wir mit maskulinen Wörtern. Wenn ihr den bestimmten Artikel habt im Nominativ, der, okay, für maskuline Normen haben wir der, also bekommt das Adjektiv nur am Ende. So. Auch welch verändert sich zu welcher. So. Damit können wir die Normengruppe bilden. Der gute Mann. Welcher gute Mann. Ja? Sehr gut. Einfach, ne? Wenn ihr aber einen unbestimmten Artikel oder einen Possessivartikel habt, müsst ihr er an das Adjektiv anhängen. Okay? So, ein guter Mann, kein guter Mann, mein guter Ehemann. Okay? Also, könnt ihr jetzt sagen, wie man my new computer auf Deutsch sagt? Computer ist im Deutschen maskulin. Sehr gut. Mein neuer Computer. Der neue Computer. Aber ein neuer Computer. Sehr gut. Okay. Jetzt neutrale Wörter. Also, wenn ihr den bestimmten Artikel habt, im Nominativ das, bekommt das Adjektiv nur er am Ende. Und welch verändert sich zu welches. Okay? So, zum Beispiel das gute Kind. Welches gute Kind? Aber wenn wir einen unbestimmten Artikel haben oder einen Possessivartikel, dann bekommt das Adjektiv es am Ende. So, ein gutes Kind, kein gutes Kind, mein gutes Kind, dein gutes Kind, okay, euer gutes Kind. Ganz einfach, ne? Okay, feminin. Hier bekommt alles am Ende. Wir haben die, welche am Ende und das Adjektiv bekommt auch am Ende. So, die gute Frau, welche gute Frau. Danach haben wir eine, meine gute. So, meine gute Frau. Ich weiß nicht, eine gute Frau, keine gute Frau. Das ist wirklich, wirklich einfach. Ne? Okay.
Aber wenn man die Pluralwörter im Nominativ sieht, merkt man, dass sie wie feminine Wörter wirken. Nee? Mit der einzigen Ausnahme, dass die Adjektive am Ende en bekommen. Okay, so die guten Frauen. Welche guten Frauen? Keine guten Frauen. Meine guten Kinder. Also, und achtet darauf, dass ein bei Pluralwörtern keine Bedeutung hat. Ich hoffe, die Tabelle war einfach für euch. Okay, die Nominativpronomen sind außerdem diese. Ich, du, er, es, sie, okay? Ich habe er zuerst gesagt, ja. So, maskulin, neutrum und feminin. Wir, ihr, wir benutzen ihr, wenn wir eine Gruppe von Personen ansprechen, mit denen wir ein freundschaftliches Verhältnis haben. Okay? Und sie. Was ist der Unterschied? Wenn sie mit einem Großbuchstaben beginnt, bedeutet das, dass wir eine Person oder eine Gruppe von Personen formell ansprechen. Und sie bedeutet they auf Englisch. Okay, ich hoffe, ihr habt den Nominativ sehr gut gelernt. In der Beschreibung habe ich euch einige Übungen geschickt, die euch helfen können, diese Grammatik zu üben. Jetzt werde ich auf Niveau A1 über meinen Morgen sprechen und dabei den Nominativ in meinen Sätzen benutzen, damit ihr ihn besser lernen könnt. Der Morgen ist immer der wichtigste Teil meines Tages. Wenn der Morgen gut verläuft, kann ich einen schönen Tag haben. Meine heiße Tasse Kaffee, mein leckeres Frühstück und mein Lieblings-YouTube-Video können eine perfekte Morgenkombi sein. Ich denke, heute ist ein schöner Tag. Ich hoffe, ihr habt diese Grammatik sehr gut und auswendig gelernt. Wenn sie euch gefallen hat, gebt dem Video bitte ein Like und abonniert den Kanal für weitere Videos. Möchtet ihr, dass ich euch auch den Akkusativ erkläre?